Warum zur Hölle ist der Kryptomarkt gerade so tot? Wird es sich jemals wiederholen? Oder war's das gänzlich mit Krypto? Im heutigen Video schauen wir uns 4 Gründe an, warum der Kryptomarkt gerade jetzt so schlecht performt, was ich gerade mache, aber noch viel wichtiger, wie du alles aus dieser aktuellen Situation herausholen kannst. Denn während die einen völlig aufgegeben haben, weil man ja sowieso nichts machen kann, nutzen die anderen die Chancen, die sich gerade dadurch ergeben. Der Kryptomarkt im letzten Jahr ist wirklich down bad. Der gesamte Kryptomarkt hat sich hier seit August halbiert. Und vor allem sehen wir das, wenn wir Altcoins ansehen. Für die interessiert sich momentan wirklich niemand. Und natürlich kann ich es verstehen, wer jetzt hier aufgibt, wer jetzt hier keinen Bock mehr hat. Die Phase ist wirklich kacke, sie ist mühsam und sie ist nervenraubend. Und deswegen sind auch jetzt gerade mal 1/10 der Leute am Start, die noch im Januar am Start waren. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wenn du jetzt hier bist, dass du nicht aufgibst, dass du dran bleibst. Denn dass Krypto down ist, hat seine Gründe. Und das ist nicht rein zufällig. Das erste große Problem ist die Geopolitik. Der Konflikt im Mittleren Osten, die Tweets von Donald Trump, aber auch die zunehmende Spannung in Europa, Deutschland, das am liebsten direkt mitmischen würde in der Ukraine gegen Russland. Donald Trump, der nach Lust und Laune die Straße von Hormuz schließt und damit die ganze Weltwirtschaft beeinflusst. Ölpreise, die traden wie Shitcoins, Rohstoffe, globale Unsicherheit. Die Märkte sind alles andere als risk-on gerade. Jeder versucht sich irgendwie in Sicherheit zu wiegen. Aber Sicherheit ist momentan gar nicht so leicht zu finden. Denn wir alle wissen, Bitcoin wurde ja als krisensicheres Asset geschaffen. Und dennoch sehen viele, und das ist auch schon das Problem 2, das wir aktuell im Kryptomarkt sehen, ein riesengroßes Damoklesschwert über dem Kryptospace. Das nennt sich Strategy. Viele glauben, dass Michael Saylor den ganzen Kryptospace explodieren lassen wird. Michael Saylor hat sogar erstmals Bitcoin verkauft und damit eine riesen Unsicherheitswelle ausgelöst im Kryptospace. Und ja, diese Digital Asset Treasuries haben unter anderem Bitcoin auf ein neues All-Time-High gehoben. Und jetzt sind es aber genau diese Institutionen, die den Leuten Angst bereiten, die glauben, dass ein Dominoeffekt einsetzen wird und eine nach der anderen fallen wird. Ich meine, immerhin hat Michael Saylor mit Strategy knapp 4% aller Bitcoin. Aber Gott sei Dank gibt es ja noch unsere ETFs, denkt man sich, die letztes Jahr natürlich auch maßgeblich daran beteiligt waren, Bitcoin auf sein All-Time-High zu bringen. Und jetzt ist das genau das dritte Problem, das wir aktuell sehen. Diese Spot-ETFs haben in den letzten 8 Wochen eigentlich nur verkauft. Und das Geld daraus fließt in andere Bereiche, wie AI. Wobei ich persönlich niemandem empfehlen würde, bei diesen Bewertungen in AI-Unternehmen zu investieren. Natürlich wird sich AI und die ein oder andere AI-Company durchsetzen, ganz klar. Aber nicht alle, nicht jedes einzelne Unternehmen, wo irgendwie AI hinten an dem Namen dran geheftet wird. Nein, aktuell sind fast 50% des S&P 500 AI-Unternehmen. Dagegen wirkt selbst die Dotcom-Bubble richtig klein. Viele gehen deswegen davon aus, dass es in diesem Jahr nochmal ordentlich crashen wird. Denn die Muster wiederholen sich immer und immer wieder. 1999 Dotcom-Bubble, 2007 die Housing-Bubble, 2016 die chinesische Bubble, 2026 wird es die AI-Bubble sein. Und ganz ehrlich, natürlich hat da niemand Bock jetzt in irgendwelche spekulativen Altcoins, die keinen einzigen fucking Use Case haben, zu investieren. Würde ich selbst in dieser Phase auch niemals machen. Denn wir alle wissen, es kommt ja auch noch Grund 4. Die großen Quantencomputer, die werden sowieso den Kryptospace gänzlich hinfällig machen. Und wenn die erstmal da sind, dann wird es keinerlei Kryptos mehr geben. Okay, Grund 4 können wir vernachlässigen, denn Kryptos basieren auf Code. Code kann geupgradet werden und das ist weder für Bitcoin ein Problem, noch für relevante Altcoins. Der Grund 4 Quantencomputer ist diese klassische FUD-News, die es in jedem Bärenmarkt gibt. Und Leute, ich persönlich bin seit 2016 im Kryptospace. Dieses Quantencomputer-Argument kenne ich seit Tag 1. Für Bitcoin ändert das persönlich gar nichts. Langsam kommen wir wirklich in die Bereiche, wo es interessant wird, Bitcoin wieder zu akkumulieren.
Dollar-Cost-Averaging zu betreiben, seinen Durchschnittspreis nach unten zu drücken. Das Ganze kannst du entweder händisch machen oder beispielsweise auch mit unseren V3-Strategien, wo du sogar noch Rendite dafür bekommst, dich sukzessive in Bitcoin einzukaufen. Das ist eine Sache, die ich persönlich jetzt bereits sehr intensiv betreibe. Also DCA für Bitcoin, egal ob über V3-Pools, V3-Strategien oder klassisch händisches DCA. Und was ist mit den Altcoins? Naja, da werden viele endlich ihren Tod finden. Projekte wie Polkadot oder Cardano, die werden final aussortiert werden. Ja, ich weiß, es gibt noch Fans, die sich in ihre Bags verliebt haben, wie man so schön sagt, aber Zukunft haben diese Projekte nicht. Das hat beispielsweise sogar der Cardano-Founder mittlerweile selbst erkannt. Dementsprechend bitte macht euch bei solchen Projekten keine allzu große Hoffnung. Ja, der ein oder andere Altcoin mit einem richtig geilen Use Case wird sich durchsetzen. Kann man Gewinne mit Altcoins in dieser Phase machen? Absolut. Aber du musst früh dran sein. Nicht hier Dollar-Cost-Averaging betreiben, bei irgendwelchen toten Pferden. Nur weil der ein oder andere große Analyst hier nicht loslassen kann. Bruder, lass los. Momentan haben wir einfach viel zu wenig Kaufinteresse. Und verschiedene Analysten gehen davon aus, dass es in diesem Sommer noch wesentlich tiefer gehen wird. Das kann sein. Es gibt momentan wenig und da müssen wir uns alle ehrlich sein, was den Space gerade wirklich positiv beeinflussen kann. Geopolitik, so unsicher wie viele Jahrzehnte nicht. Makroökonomie, so unsicher wie Jahrzehnte nicht. Die Leute, so wenig Kohle wie Jahrzehnte nicht. Die Inflation wird bald wieder so hoch sein wie schon lange nicht. Aber ist deswegen jetzt alles scheiße? Nein, absolut nicht. Denn es gibt genügend Chancen, die du in der aktuellen Phase wahrnehmen kannst. Ich habe erst unlängst ein Video hier hochgeladen auf YouTube über die Chancen, die du aktuell auf jeden Fall im Blick haben solltest und auch nutzen solltest. Denn so kannst du dich in Altcoin-Projekte positionieren, ohne einem Risiko ausgesetzt zu sein. Die Rede ist von Airdrops. Diese kannst du nutzen, um dich bei Null in ein Projekt reinzusetzen, Liquidität bereitzustellen, Zinsen zu verdienen, Punkte zu sammeln. Und bei den Projekten, Woche für Woche für Woche, kannst du hier wirklich verrückt viele Punkte sammeln. Das hier ist ein 4-stelliger Betrag, den ich aus Punkten generiert habe. In einer einzigen Woche. Warum so viele? Naja, weil keiner am Start ist, weil keiner hier Bock hat, irgendetwas zu tun in dieser Phase. Aber genau das bringt die Chancen für dich. Genau deswegen solltest du jetzt in dieser Phase aktiv handeln. Ohne zu spekulieren, ohne zu hoffen, ohne dein Kapital aufs Spiel zu setzen. Und ja, das geht. Und nein, das hat nichts damit zu tun, ob du profitabel werden musst oder nicht. Es gibt Strategien, die funktionieren in jeder Marktphase, ohne dass du Drawdowns ausgesetzt bist. Unabhängig vom Markt. Denn hier verdienen wir laufend Zinsen durch die Bereitstellung von Kapital. On top gibt es nochmal Punkte, das ein interessanter, lukrativer Bonus für dich sein kann. In jedem Fall sind es geschenkte Coins. Was du dann damit machst, ob du die hältst, ob du die abverkaufst, das obliegt dir. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du dich hier früh positionierst, dass du früh am Start bist. Und aktuell gibt es mindestens 5 Projekte, die du auf jeden Fall nutzen solltest, die ansehen solltest, die du auschecken solltest. Ob händisch oder mit Hilfe unserer automatisierten Handelsstrategie, die es dir ermöglicht, hier 5 Plattformen gleichzeitig zu nutzen, hier überall gleichzeitig Punkte zu sammeln und dich zu positionieren, während die anderen bereits längst aufgegeben haben. Das solltest du in dieser Marktphase auf gar keinen Fall machen. Gewinner werden genau in solchen Marktphasen geschaffen. Für echte Millionenportfolios werden jetzt die Grundsteine gelegt. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann lass mir hier unbedingt ein Abo an dieser Stelle da und ich blende dir hier auch gerne noch ein weiteres Video ein. Schau es dir nochmal in Ruhe an, dort bekommst du noch weitere Infos, genau zu den besten Strategien für diese Marktphase. Ich hoffe, ich konnte dir im heutigen Video einige interessante Insights mitgeben. Lass gerne ein bisschen Liebe da und teile das Video unbedingt mit deinen Freunden, damit sie nicht aufgeben und durchhalten. Es wird sich lohnen.